Ich bin Laura, ich komme aus dem Laufen, habe da Leistungssport gemacht, bin jetzt zum Triathlon gewechselt und merke so im Triathlon-Training, dass Regeneration eigentlich fast noch wichtiger ist als im Laufen. Also man möchte ja schnell wieder regenerieren, um schnellstmöglich wieder seine nächste Einheit machen zu können. Und ich habe da hier sowas von Eisbein, so Recovery Boots, die sollen die Regeneration einfach optimieren. Ich habe sowas sogar schon mal gesehen auf einer Messe, musste man so irgendwie 10 Kilo Eis erst in die Maschine füllen und dann ist so kaltes Wasser durch die Boots gelaufen, fand ich super, habe es auch getestet, aber im Alltag irgendwie voll unpraktisch, weil man musste wirklich immer das Eis kaufen. Und jetzt bei diesem System ist es irgendwie optimiert, dass man eben ohne Eiswürfel auskommt. Also da muss man jetzt nicht irgendwie erst an die Tankstelle fahren, sondern kann es gleich benutzen. Finde ich super und ich bin mal sehr gespannt, das zu testen. Wir starten mit der Hose, die ist hier drin. So sieht sie aus. Da drin sind diese Kühl-Inlays, die sind hier einfach so dran geklettet. Die kann man super leicht einfach abmachen. Ich denke mal so zum Reinigen dann. Und ganz einfach auch wieder dran machen. Und dann kann man das hier so an die eigene Beingröße ganz gut anpassen und befestigen. Da kommt einmal Wasser rein, einmal Wasser raus. Und das war jetzt hier die Hose. Bin ich mal gespannt, was in der Kiste noch so drin ist. So, das hier ist jetzt hier das Kühlgerät. Groß, aber gar nicht so schwer, wie es aussieht. Das sind die Verbindungsschläuche. Hier wird wohl dann direkt die Hose angeschlossen. Und hier kommt dann wohl das Wasser rein. Wasser ist drin. Dann habe ich schon mal in den Strom eingesteckt. Schalte es jetzt an und muss jetzt erstmal nur die gewünschte Zieltemperatur 5 bis 8 Grad einstellen. Jetzt muss man ein bisschen warten, bis es runtergekühlt ist. Und wenn es dann soweit ist, muss ich nur noch die Schläuche verbinden und bei Pumpe auf Andrücken. Ich habe hier kurz mal ein bisschen umgebaut, weil ich mich gleich dann da hinlegen möchte. Gerät ist fast fertig und ich ziehe jetzt mal die Hose an. Okay, ich schließe dann mal an. Einfach reinstecken und los geht's. Gemütlich hinlegen heißt es, Beine möglichst lang machen. Und jetzt wird es schon kalt. Die Hose liegt super eng an überall, also man hat überall direkten Kontakt zu den Kühl-Inlays und ist vom Gefühl her ähnlich halt wie so ein Eisbad schon, aber irgendwie nicht so ganz schmerzhaft. Also Eisbad finde ich immer sehr schmerzhaft irgendwann echt und hier ist noch angenehm und man spürt es überall, also es liegt wirklich überall an. Also jetzt nicht wirklich zu kalt, wenn man so ein Eisbad gemacht hat. Das tut ja fast schon weh, weil es so kalt ist. Es ist echt angenehm kühl jetzt erstmal. Und man soll jetzt hier so 20 Minuten drin liegen und entspannen, muss nichts mehr tun. 20 Minuten sind rum, ging super schnell rum. Ich konnte mich echt auch ein bisschen entspannen. Gerät macht man es einfach aus, Hose ausziehen und dann teste ich mal die Tage, wie es sich nach dem Training so anfühlt. Hier bin ich wieder. Ich hatte die letzten Wochen Zeit, das Eisbeinsystem mal auf Herz und Nieren zu testen. Ich konnte es ausprobieren nach verschiedenen Trainingsarten, nach verschiedenen Intensitäten. Für mich ganz wichtig, was es mir in der Regeneration bringt, also wie sich meine Beine nach der Behandlung dann angefühlt haben. Das werde ich euch heute berichten und eins habe ich jetzt schon gelernt, nämlich die Hose schnell anzuziehen. Regeneration ist ja immer ein super wichtiges Thema bei Triathleten. Man muss immer ganz schnell wieder fit sein für die nächste Einheit. Und so habe ich jetzt Eisbein mal getestet. Vor allem nach intensivem Training, wo es sehr laktatlastig war, fühlen sich die Beine danach echt super an. Also drin, es wird echt kalt erstmal, tut vielleicht so ein bisschen weh. Ganz am Anfang, man gewöhnt sich schnell dran. Und danach hat man so dieses Gefühl, dass so frisches, warmes Blut da reinströmt. Die Beine sind auch ganz rot. Und man fühlt sich tatsächlich dann schneller wieder frischer. Also wenn man zum Beispiel abends immer trainieren möchte oder am nächsten Morgen, die Beine sind schneller wieder frischer und fühlen sich auch irgendwie leichter an. Also so im Vergleich mit anderen Regenerationssystemen sehe ich hier den klaren Vorteil, dass man dabei selber besser regenerieren kann, wenn man nichts mehr tun muss. Und von der Effektivität her
ist es schon auch gleichwertig mit einer anständigen Physiositzung zum Beispiel. Man fühlt sich danach lockerer, einfach besser durchblutet. Ist für mich einfach im Alltag besser zu integrieren, weil ich habe es zu Hause stehen. Die Anwendung dauert maximal 20 Minuten und dann ist die Sache für mich durch. Und das ist so für mich der klare Vorteil eigentlich. Apropos Temperatur, die kann man am Gerät nämlich einstellen. Ich würde empfehlen, ich habe mal so ein bisschen rumprobiert, ob es am Anfang vielleicht nicht so ganz krass kalt zu machen. Da habe ich so die Erfahrung gemacht, dass es schon so ein bisschen wehtun kann, auch wenn man dann aus der Hose rauskommt. So die ersten Schritte fühlt sich ein bisschen steif an, tut ein bisschen weh. Lieber ein bisschen wärmer anfangen und es dann steigern, weil irgendwann gehen diese Schmerzen verloren, es tut gar nicht mehr weh, aber eben langsam anfangen und immer kälter werden. Verbesserungsfähig ist eventuell noch das mit den Klettverschlüssen, also schon super durchdacht, man kann es echt an jede Beindicke perfekt anpassen, aber wenn ich jetzt manchmal so völlig fertig von einem anstrengenden Training nach Hause gekommen bin, ist es manchmal dann doch ein bisschen viel, sich da rein zu friemeln. Also es sind einfach relativ viele Klettverschlüsse, was schon seinen Sinn macht, damit es auch gut passt. Aber da könnte man eventuell nochmal nach einer anderen Lösung schauen. Also Eisbären hat mir in der Regeneration schon echt super geholfen. Ich habe mich immer frischer gefühlt, sei es direkt danach nach dem Training oder halt dann auch eben für die nächste Trainingseinheit. Und so Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich absolut okay, weil wenn ich bedenke, was mich eine Physiositzung kostet und das mal so ein bisschen aufs Jahr hochrechne, ist es auf jeden Fall sehr gut investiertes Geld.